Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Alle Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, Wunder gibt es immer wieder. Ja, es ist lange her. Phelps ist back im Business hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, es ist eine lange Zeit her, wie einige von euch vielleicht wissen, zumindest die mir auf Twitter folgen, ist mein PC. Ja, oh Gott, wie lange ist es jetzt her? Schon längere Zeit her, aber er ist mir abgeraucht, das Motherboard im Arsch gewesen. Und dass Steam mal wieder maximal Bock hatte, obwohl ich die Cloud aktiviert habe, alles drum und dran, meine Spielstände zu speichern, also nicht, durfte ich von vorne bis hinten alles komplett nochmal neu spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es unterschätzt. Trotz Skitten der Szenen, trotz Hinfahren des Partners zu den Tatorten oder zu den jeweiligen Orten, trotz nicht 100% Nachdenken bei den Befragungen, hat es sehr viel Zeit gekostet. Es tut mir leid, dass es jetzt erst wieder kommt, aber wir begrüßen euch natürlich hier zurück, Phelps, zurück bei Alle Noire und ich natürlich auch, der Junge. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem weiterhin Bock auf das Projekt. Ich habe nämlich richtig Bock drauf und ich würde mal sagen, wir starten auch voll durch. Im letzten Part hatten wir dieses kranke Finale gegen den Killer, Garrett Mason, der Aushilfstyp da in gefühlt jeder Bar hier in der Stadt, war der Killer, der Serienkiller der ganzen Damen. Und wir sind aufgestiegen, wir wurden befördert von Morddezernat ins Sittendezernat. Und unser neuer Partner ist Royal, ich mag ihn persönlich nicht. Wir haben ja schon ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt hier in diesem Projekt. Aber schauen wir mal, Rusty war mir lieber. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zu unserem ersten Fall. Uns wurde gesagt, wir sollen irgendwie 2 Schwarze in der Wohnung auffinden, die gestorben sind. Durch Morphin der US Army. Und das ist natürlich ein großer Fall für dieses Sittendezernat. Wir fahren mal hin und schauen mal, wie es abgeht. No, my sled. You can't be seen slumming it in a Nash if you're in vice call. Meanwhile, we got needle freaks kissing it goodbye all over Central Avenue. Ja, Freunde, denen werde ich nicht mehr antworten. Ganz einfach, ich habe alles wieder neu gespielt, außer die Straßenverbrechen. Und sagen wir mal ganz ehrlich, da ja meine Partner umgefahren sind, bin ich nicht in der Stadt umgefahren. Sagen wir mal ganz ehrlich, die Straßenverbrechen, die waren nichts Neues. Es war immer ein Überfall hier, da will einer runterspringen, dann müssen wir den erschießen, eine Geiselnahme oder sonst was. Letztendlich war es wirklich nichts Neues. Es kam auch nichts wirklich Dolles bei den Straßenverbrechen. Also kein großes Finale, kein großer Twist. Von daher nehmen wir das bitte nicht übel. Aber Straßenverbrechen lassen wir jetzt in Zukunft einfach laufen. Und wir sind in der Wohnung angekommen, der Junkies. Der Roller ist da nicht so von überzeugt, von was wir hier hinfahren. Black Caesar. Ja. Black Caesar, der Lieblingsfall von Alle Noire, von dem guten Sub, hier aus dem Konfi-Kanal. Von daher geben wir uns da natürlich am meisten Mühe. Oder sehr viel Mühe. Den natürlich so gut wie möglich abzuschließen. Grüße an dich, Sub. Eigentlich habe ich mir was Interessantes ausgedacht. Ich wollte eigentlich erst wieder mit dem Projekt anfangen, tatsächlich sogar. Ich hätte schon wieder früher anfangen können, das stimmt. Aber ich hätte wieder früher anfangen können. Nur hatte ich mir überlegt, weil Sub das Spiel auch so geil finde und Black Caesar auch noch sein Lieblingsfall ist, bringe ich mal so einen Überraschungspart an seinem Geburtstag raus, aber ja, wenn die Zeit dann vergeht, ne? Im Juni ist ja Subs Geburtstag, also es sind noch 2 Monate fast hin. Dauert ein bisschen lange, von daher habe ich mich dann jetzt doch umentschieden, aber ich hatte gute Intentionen, liebe Freunde, und auch Sub, ich hatte gute Intentionen dahinter. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Wohnung hier an mit unserem neuen Partner. Die Tür steht auch schon auf. Und schauen wir mal, wie das hier abgeht. Phelps, I've been reassigned to advice. What have we got? 2 stiffs, overdosed, been dead a couple of days. Government issue morphine. We use the same syrettes in Okinawa. Fucking Negro junkies can't take supply this pure. You know these guys? I know of them.
The younger one's a two-bit horn player by the name of Cornell Tyree. The other one works in distribution. Started using a little too much of his own product, and Jack D took exception. He wasn't born that ugly. His name's Lamont. Tyrone Lamont. So who's supplying the drugs? That's easy. Whoever knocked off the wharves in San Pedro. Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope's been all upside down ever since Jimmy Utley started the long walk at Quentin. You talk about it like it's a system. It was a system. But those days are long gone. We are supposed to uphold the law. Yeah, and we do. But we can't change people. The truth is, everyone wants a license to get a little dirty now and then. Our job is to keep it manageable. That's how you see it? See it any other way, and you better forget about being a vice cop. Can we get on with this? Today, preferably? Klare Ansagen. Wir merken schon, Cole und Roy so ein bisschen schon im Zwist, aber wenn wir jetzt mal recht überlegen, Morphin der US Army, wir haben doch diese Zeitungsberichte hier, Courtney Sheldon und so, der hatte doch da irgendwie mal Jack Kelso, auch einen aus der Army, haben wir in einigen Flashbacks schon gesehen. These clowns lived on popcorn? Da haben wir doch schon ein paar Sachen gesehen. Hat das damit was zu tun? Das werden wir, glaube ich, herausfinden müssen. Wir schauen uns jetzt erstmal die Körper an. Oh Gott. Took his jolt and drifted off. And I suppose his friend wasn't in any condition to notice that he had stopped breathing. Ah, da sehen wir es, den Arm abgeschnürt und dann die Dosis injiziert. Genau in die Adern. Da, wo es am meisten wirkt. Ja, das ist natürlich nicht schön, ne? Wenn man Junkie ist, dann hat man Probleme, starke Probleme, und dann sollte man Hilfe suchen. Bloß die in solche Richtungen abdriften. So, was ist das hier? Seltsames Gekritzel. A bell and wind. Strange doodle. Sieht aus wie eine Kirsche, oder? So ein kleiner Kirschenstrauch, wenn man das so nennen kann. Interessant. Einer war hier Trompeternist. All in my head. All in my head. Musik von Andrew Hall und Simon Hawley. Und die Lyrics. Ich werde jetzt natürlich nicht das Lied What's the vorlesen. correlation between love of the needle and love of the music? Das frage ich mich auch. Eigentlich ist Musik ja immer so ein Zufluchtsort für Leute, ne? Das frage ich mich auch. Jetzt gucken wir uns mal die Leiche an, die auf dem One Boden liegt. cigarette is enough to knock you out for combat trauma. Two of them will stop your heart. Okay. Da haben wir gerade einen kleinen Soundfehler gehabt. Dann sehen wir den Augen noch offen. Keine dollen Gewalteinwirkung, wie wir es bei Mortizanat gesehen haben. Immer und immer wieder. Da sehen wir auch an seinem Arm die Einstechpunkte der Nadeln. Oh Mann. Freunde. Hier an Looks dem like it was Arm. always gonna end this way. Und Phelps hat gerade gesagt, 2 Spritzen lassen einen schon das Herz stehen. Oder 2. 2 Injektionen. Ich möchte jetzt gar nicht wissen, wie viel die ist. Sieht ja nach 3 aus, ne? Das ist der Führerschein. Schwarz, männlich, 21 Jahre jung. They say only the good die young. I hope it was true in your case. Ja, Never the same. ja. Okay. JJ hört immer 275 FM. Who's Radiosender. JJ? Why do these two care about his taste in music? Okay. Irgendwie haben wir... Kann auch sein, dass mein Headset gerade wieder spinnt. Ich glaube, das ist eher der Fall. Aber ich höre den Sound gerade nicht gescheit. Ja, da hat mein Headset einen kleinen Ruckler. Da waren wir schon. I think I've seen it all. Aber ja, das hört sich nach meinem Headset an. Oh, ich krieg das jetzt irgendwie geregelt. Ich habe einen kleinen Wackelkontakt. Und wenn ihr mich gerade mal kurz anders hört, dann ist das zu entschuldigen. Ist natürlich jetzt toll hier wieder im Comeback. Na, ich versuche mal so den
Shit. Black Caesar. Von The joint across the street. Straße. Also ich höre gerade ein bisschen die Musik, aber mehr nicht. Looks like something was taped to the bottom of the cup. Okay. Er hat anscheinend was am Boden geklebt. Ja, Freunde, das nervt mich gerade ziemlich mit dem Headset. Von daher mache ich hier mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Von daher, bleibt dran. Für euch ist es eh nur 2 Sekunden. Bleibt dran. Bis gleich. Ciao. Da sind wir auch wieder, liebe Freunde. Ich habe mein Headset gerichtet. Und schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. In a hotbed is no way to live, but I could think of worse ways to die. You should follow up on your leads. Das stimmt. Kann man auch schon das als ein Drogentod vorstellen. Da ist diese Trompete und... Day, another dollar. Was ist das? Eine Violine? Ich glaube, es ist eine Violine, ne? Oder eine Geige. Da war dieser komische Popcorn-Behälter, wo irgendwas drunter klebte. Black Caesar. Von Black Caesar war der. Die Musik ist aber noch nicht vorbei. Muss es noch was? Okay, wir jumpen erstmal elegant über die Wohnung. Muss es noch was? Ah, guck mal hier. Hier haben wir noch was vergessen. Wie viel Popcorn hier liegt. Da hat absolut recht. Ach, das ist jetzt wahrscheinlich der Führerschein von dem anderen Kerl, ne? Ja. Tareen and Anthony Lamont. 22 Jahre jung. Oh. Tyrone Lamont, not even 23 years old. Ja, das ist besorgniserregend. Okay. Irgendeine Auszahlung, Lotterieschein. Small chance in life is probably better than no chance. Das stimmt. Das ist absolut Another day, korrekt. another dollar. Da ist wieder diese Popcorn-Behälter von Black Caesar. Another special order from the Caesar. Und da klebt auch wieder was drunter. Interessant. Roy meinte schon, haben die nur Popcorn gegessen? Wer sich vom Popcorn ernährt? Scheint so, ne? Da liegt auch was. Da liegt eine Injektionsspritze. Street life have no idea how dangerous this stuff is. Ja, und Cole kennt sich da als alter Kriegsveteran natürlich sehr gut aus. Interessant. Das ist sehr interessant. Ja, Morphium-Tatrat. No cooking or preparation. Must have been the easiest fix these two ever had. Und wieder Black Caesar. Und wieder wahrscheinlich... Sag mal, steckten die Nadeln vielleicht hier drunter? Unter einem Popcorn-Behälter? Ah, natürlich clever. Man sagt ja, wenn man kriminell ist oder wird man umso klüger immer. Und wieder Black Heavy Caesar. for an empty cup. Ist schwer für einen leeren Becher. Aha. Injektionsspritze. Gift, Morphium, Tatratlösung. Aha, kann süchtig machen. They're getting their fix right over the counter in broad daylight. Okay. Ich glaube, da werden wir dann mal Black Caesar, dem Laden. The Emperor across the street appears to shift a lot of popcorn. Ja, Let's shake him down. das sehe ich auch so. Hier haben wir alles gefunden, wie die Musik uns sagt. Es ist sogar hell jetzt wieder. Wir haben sehr früh am Morgen gestartet. Das ist interessant mit dem Popcorn. Das ist wirklich interessant. Ich glaube, da müssen wir uns echt mal gescheit umhören. Echt einen schönen Schlitten haben wir jetzt dieses Wagen. Black Caesar Imbiss. Gehen wir da mal hin. Right. Let's wrap this up before I actually have to work overtime instead of just claim for it. You're a true inspiration to us all, Roy. Aber eine nice Karre, echt, die es ist sehr ungewohnt, wieder selber zu fahren. Muss ich sagen. Ich habe ja dann, wenn ich mich wiederholt habe, meine Partner immer fahren lassen, dass ich schnellstmöglich beim Tatort bin. Und wie gesagt, alle Sequenzen geskippt. Aber man hat halt noch alles im Kopf. Jetzt hat man so schnell hintereinander gespielt. Wir werden echt nur über die Straße laufen müssen. Okay, da ist der Imbiss schon. Black Caesar Imbiss. 20 vor 8 am Morgen. Da ist der Verkäufer. Mit dem müssen wir mal reden. Detectives Phelps and Earl, LAPD.
We're inquiring into the deaths Hand of... over the popcorn, numbskull, before we kick the door in. Okay. Okay. Get that son of a bitch. Natürlich. Flüchtig er, Ladies and Gentlemen. Haben wir wieder unsere erste Verfolgungsjagd. Können wir die Waffe zücken? Nee. Müssen wir da hinterher. Naja, ich bleib mal. Aber jetzt nicht so schnell, sonst tritt er uns da. Kletter hoch. Ich lass dich. Guck mal, hat er gewartet, um uns einen auszuwischen. Der miese Hund. Ah, der steckt doch da mit drin. Ne? Wahrscheinlich nur ein kleiner Fisch, aber auch kleine Fische müssen aus dem Gefähr, ja. Aus dem Verkehr gezogen werden. Von daher, meine Güte, sag mal, cool, bist du irgendwie langsamer geworden? Fühlt sich so träge an. Ah, jetzt kommen wir ihm aber näher. Jetzt kommen wir dem jungen Mann näher. Der sah auch noch nicht alt aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Fresse, was für Verfolgungsjagd. Wie lange das jetzt hier, wie weit das geht? Wo ist er denn? Ah, da. Oh. Eddie, help me out, man. They're trying to kill me. You gotta help me out. Was? What the hell going on here? Morgan! That you? You picked the wrong cop, you fucking animal. Okay. Ja, ja, wir versuchen voll dich zu töten, Alter. Gibt jetzt erstmal eine schöne... Alter! Gibt jetzt erstmal eine schöne Schelle, Kollege. Bam! Was ein Konter, jetzt packen wir uns den, jetzt gibt's den Kopf. Nein, das ist noch nicht genommen. Oh, er kann gut kämpfen, der junge Mann hier. Muss man einfach mal sagen. Oh, schön ausgewischt hier. Bam, 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 bam. Und finaler Schlag. Uppercut ins Gesicht, so du mieser Hund. Morgen war da irgendwas, ne? Half an answer is no answer to me, asshole. Fleetwood Morgan. Keep an eye on him, Roy, while I take a look around. Würde ich auch sagen. Was ein Drecksack. Keep very still, Fleetwood. Don't give me an excuse to shoot you. Oh, klare Ansage. Mensch, jetzt kriege ich aber auch Hunger, wenn ich jetzt da so die Burgerbuletten braten sehe. Aha. Nope. Nope. Schüssel wird auch nichts sein. Aber was haben wir denn hier? Was ist das denn? Aha. Aha. Das sind noch die Injektionsspritzen und die Popcornbecher. Alter. Mhm. Das ist doch alles, was wir brauchen. Den können wir auf jeden Fall schon mal festmachen. Might not be filling, but I'm sure it's satisfying. So, haben wir hier denn noch was? Guck mal, das ist ein Koffer. Aha. Was ist das denn? Lottoschein? Aha. These number slips might affect your tone, Fleetwood. Aha. Interessant. Hier haben wir aber noch mehr. Jazzclub. Be stamped on the reverse by the issuer. Das hatten wir schon mal in dem einen Fall der Ermordeten, ne? Haben wir das doch bei dem Obdachlosen in der... Maybe Morgan can give us something on this Jones character. Okay. Issued by Jermaine Jones. Jermaine Jones. Und die Trompete. This is going to help us. Das sind interessante Beweise, die wir jetzt hier gefunden haben. Und das war auch alles. About time we heard what Fleetwood here has to say, Cole. Das würde ich... We're inquiring about the deaths of two men in an apartment across the street, Fleetwood. We want answers. Of course. I'll do my best, mister. Ja, wir haben hier Opfer von dem Morphium, was du unter deinem Popcorn-Behälter You sold the verkaufst. drugs to Cornell Tyree and Tyrone Lamont. Oh, I sell fried steaks and black-eyed peas. Willst du mich verarschen? Was habe ich denn da? Ja, ich habe auch 5 Intuitionspunkte dadurch erlangt, da ich kaum welche eingesetzt habe. Wie gesagt, ich bin eigentlich relativ durchgerusht, deswegen haben wir 5 übrig, aber der lügt You're doch. lying, Fleetwood. We know that you supplied them. I don't know nothing about no drugs. All I do is my 10 hair flipping burgers. Can you prove any different?
Ja, kann dir das Gegenteil beweisen. Und zwar hier. Flipping burgers and strapping jolts of morphine to the bottom of popcorn cups, Fleetwood. Now I want the truth. Who supplies the drugs? Cat by the name of Armstrong Edwards. He brings the stuff around about once a day. I know Armstrong. He's a two-bounce, strictly small time. Who's he working for, Fleetwood? Jermaine Jones. Jermaine Jones. We have you for the hop and resisting arrest. Tell us about the numbers if you want our help. Look, the numbers are the white man's tax on poor folk. All right, now what else you want to know? Was labert er? Wahrheit sagt er auf jeden Fall nicht, aber ich habe keinen Beweis, also We have an Anzweifel. address on the slips. We're gonna go down there now and rat you out, Fleetwood. Tell whoever it is that you rolled over and gave them up. No. Look, I've been cooperative, okay? Now you got to help me some. Fleetwood, I'm going to speak personally to the judge on your behalf. A name, Fleetwood. Look, he's a real slick dude. Wears a hat and swings a cane. Goes by the name of Merlin. All right, I ain't got a last name. See you at the station, Fleetwood. Look, you're gonna help me, right? Of course, kid. You helped us out. And we always like to repay a favor. Can you see that Fleetwood gets a nice cell, Wallace? One with a window and a nice fresh pillow. Ja, das hat er sich wohl anders vorgestellt, wa? Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Ja, wir haben jetzt hier nochmal kurz das Telefon. Wir müssen jetzt erstmal Operator, ein paar give me Sachen dispatch. untersuchen. How can I help, Detective? Putting you through now. Putting you through. Ja, Phelps, sehr badge interessant. 1227. Also es scheint was sehr How can I Großes help, zu sein, was Detective? es immer ist eigentlich bei I need an address on a Jermaine Jones Atomgeschäften oder bei musical größeren booking Landen. agency. Von daher Just bin a ich mal moment, gespannt. Detective. Einen Moment, Detective Jermaine Jones. Jermaine Moment. Jones. The office is listed as okay. 5528 Santa Monica Boulevard. Haben uns die Adresse geben Thanks, lassen. ma'am. Sehr schön. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann erstmal für den Comeback-Part quasi. There's such a thing as soap, you know. Ich hoffe, wir hören uns dann oder sehen uns beim nächsten Part dann ja auch wieder, wenn wir mal dem Jermaine Jones einen Besuch abstatten. Ich glaube, hier haben wir was Großes an der Backe. Von daher würde ich sagen, wir sind wieder back, Freunde. Es kommen wieder regelmäßig Parts. Ich hoffe, ihr bockt, genauso wie ich Bock habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn es heißt, mit Phelps wieder auf Verbrecherjagd zu gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Haut rein und ciao. You know that?